Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor. Ich habe euch heute mal eine Folge von Über dem Tellerrand mitgebracht. Und zwar ist bei mir zu Gast Johannes Stiller von Stiftung Warentest. Ich habe mir gedacht, wir könnten uns mal anschauen, wie andere Unternehmen Dinge testen. Und Stiftung Warentest testet ja ganz schön viel. Staubsauger, Kindersitze, Zahnbürsten, Laptops und so weiter. Ich habe mich mit Johannes darüber unterhalten, wie die ihre Testprozesse aufbauen, wie sie auswählen, wer testet, was getestet wird, welche Kriterien erfüllt werden. Und wir haben gemeinsam ein bisschen herausgefunden, wo die Parallelen zu unserem Software-Testing sind. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Hallo Richie, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ich bin total aufgeregt. Ja, das ist gut. Ein bisschen Aufregung gehört immer dazu. Ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt. Also, da sind wir beide. Dann sind wir schon zwei. Hervorragend, ja. Genau, ja. Ja, ist schön, dass du da bist und uns heute auch mal für uns Software-Tester, für uns Entwickler auch ein bisschen in eine andere Welt mal führst. Und weil ich gedacht habe, das ist ja mal spannend, mal zu sehen, wie testen unter Anführungszeichen denn eigentlich andere Institutionen außerhalb der Software-Bubble so Dinge. Und da ist mir natürlich zu Beginn eingefallen, Stiftung Warentest. So, und jetzt sitzt du da. Jetzt sitze ich hier, es liegt wohl am Namen, Warentest, ja, da, richtig, ja, ich freue mich, wie gesagt, das wird gut. Wir kommen natürlich ein Stück weit ganz woanders her und sind vielleicht in deinem Podcast da so jetzt ein paar Exoten, aber das mag ja auch gut sein. Ja, vielleicht gibt es ja eine neue Perspektive. Genau, neue Perspektive. Wir wollen ja auch immer den Blick über den Tellerrand wagen. Und wenn der Teller gut getestet ist von euch, kann da auch nichts schief gehen, denke ich. Ne? Das war jetzt ist das ein Testvorschlag? Ja, genau. Ja. Und ich habe mich auch eingedeckt hier für unser Gespräch. Ich habe die letzten 2 Ausgaben des Magazins hier liegen und habe da schon ein bisschen drin geschmökert. Ich prüfe dich jetzt ab, was ihr denn eigentlich so getestet habt. Ja, bitte, ja, unbedingt. Magst du vielleicht einfach 2, 3 Worte zur Stiftung Warentest an sich sagen? Also ich glaube, viele kennen es vom Namen, aber so vielleicht kannst du kurz einen Abriss geben, wo kommt ihr her und wie seid ihr so gesellschaftlich organisiert, würde ich sagen? Also was seid ihr für eine Institution? Richtig, genau. Also sehr gern. Stiftung Warentest. Wer sind wir? Wir sind eine Ewigkeitsstiftung. Das heißt, wir wurden mal vom Bund eingesetzt, sind aber mittlerweile komplett unabhängig, komplett eigenfinanziert und haben uns als großes Ziel den Verbraucherschutz auf die Fahnen geschrieben. Du kennst das, wir wollen unabhängig sein, wir wollen unobjektiv sein. Wir sind es Gott sei Dank auch und das schon seit vielen, vielen Jahren. Ein schönes Alleinstellungsmerkmal. Und richtig, das heißt auch, wir versuchen, die Brille der Verbraucher anzuziehen. Sprich, unser Ziel ist es quasi, den Verbraucher oder den Nutzer da draußen im Warentest oder auch im Finanzbereich die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt eigentlich eine gute oder beste eigene Entscheidung zu treffen. Das ist so das große, hehre Ziel der Stiftung. Und da versuchen wir mit allem Einsatz, das natürlich nach voranzutreiben. Es ist total spannend. Also ich höre da schon einige Dinge raus, da kann ich total, wie man heute sagt, relaten. Diese Sicht von außen, die Objektivität, die Unabhängigkeit, ich meine, das sind auch Werte, die wir im Software-Test natürlich auch immer wieder nach vorne stellen, sagen, okay, wir wollen auch diese Brille des Endnutzers einnehmen und schauen des Anwenders und schauen, ob die Software das tut, was sie eigentlich machen soll. Also da haben wir schon eine gewisse Ähnlichkeit. Jetzt, ich meine, ihr testet ja so rauf und runter. Ich habe hier gesehen Zahnbürsten, Laptops, Laufgeräte, da jetzt gut zum Jahresanfang, ne, Staubsauger. Also, und du sagst natürlich die ganzen immateriellen Dinge, auch Finanzprodukte und solche Sachen. Jetzt bei diesem ganzen Material, wie entscheidet ihr denn, was ihr euch denn da überhaupt anschaut?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Und das Heft, was du da in den Händen hältst, hatte durchaus einiges an Vorlauf. Sprich, die Entscheidung, was wir dir in dem Heft präsentieren, hier die Laufbinder, glaube ich, meinst du hier gerade, das ist so ungefähr vor einem Jahr, vielleicht sogar 1,5 Jahren entschieden worden. Und seitdem gibt's das Ziel, okay, wir bringen das Produkt in die Veröffentlichkeit rein, da gibt's einen Bedarf. Und das heißt, ja, sagen wir mal 1,5 Jahren haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, was könnte interessant sein im Januar? Da gibt's natürlich, ist das kein Zufall, ja, dass nach Neujahr haben wir alle wahrscheinlich etwas höhere sportliche Ambitionen als kurz vor Weihnachten, dass wir da natürlich auch irgendwo auf die Saison reagieren. Also das ist ein Aspekt, der da irgendwo eine Rolle spielt, ist ja klar. Aber grundsätzlich kann die Ideenplanung jetzt erstmal überall herkommen. Also wir haben unsere eigene Website im Blick natürlich. Das heißt, wenn es da vermehrt Nutzerfragen gibt, hey, könntet ihr nicht mal das machen, könntet ihr nicht mal dieses machen, dann schauen wir uns das durchaus an. Das landet bei unseren Projektleitern, bei unseren Teams, und die bewerten das dann durchaus kritisch. Ne? Da gibt es natürlich viele Aspekte. Also es muss Sinn machen für den Verbraucher. Es muss natürlich auch irgendwie testbar sein. Es muss irgendwie spannend sein, für die Leute nutzbar sein. Und ja, wir müssen es ja auch irgendwie messbar hinbekommen. Und da gibt's dann mehrere Instanzen, die das durchläuft. Fangen wir mal bei den Teams an. Später kommen dann andere Ebenen dazu, wo dann auch vor allem unsere Redakteure die Brille aufhaben, was ist eben für die Nutzer da draußen spannend. Und mein Bereich, wir bringen da eher die, ja, ich sage mal, naturwissenschaftliche oder die prüfende Brille mit. Und das vereinen wir dann, und dann kommen wir da zu so einem Konzept zum Themenplan. Ja. Richtig, genau. Ja, und dann habt ihr quasi entschieden, also ich habe hier zum Beispiel elektrische Zahnbürsten. Ich habe selber auch eine, die ist aber leider nicht drinnen, aber gut. Und jetzt, du sagst 1,5 Jahre, ich meine, das ist auch eine Menge Zeit, gut, braucht man wahrscheinlich auch, aber wie geht's denn dann bei euch weiter? Wie konzeptioniert ihr denn so ein Produkttest und wie kommt ihr zu diesen Kriterien, die ihr da so abprüfen wollt? Richtig. Ja. Na, die Zahnbürsten, die haben wir gewissermaßen im Dauerlauf. Das ist natürlich, da gibt's ständig was Neues. Das heißt, tut mir leid, dass wir deine jetzt nicht mit drin haben, aber ich hoffe, du wirst eine Empfehlung für was Neues, gegebenenfalls was Besseres finden. Nee, also genau, es gibt grundsätzlich gibt's natürlich die erste Idee. Wir müssen all unsere Ideen durch ein Kuratorium bringen, also durch ein Beratungsgremium. Und letztendlich entsteht dann ein Prüfprogramm. Das Prüfprogramm hört sich jetzt recht formal an, orientiert sich jetzt erstmal an existierenden Normen. Manchmal gibt's die, manchmal gibt's die nicht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal sind die auch in Vorbereitung. Und das ist letztendlich dann wirklich die Arbeit des Projektleiters. Also ein Projekt wäre zum Beispiel die elektrische Zahnbürste. Und der hat dann wirklich die Aufgabe, sich da exzessiv mit zu beschäftigen. Und entwickelt dann ein Prüfprogramm, welches wir dann auch mit zum Beispiel anderen Vertretern durchaus mal durchsprechen. Also die Grundidee, wie das aussehen kann. Zum Beispiel auch mit unseren Prüfinstituten. Also wir selbst haben ja quasi als externen Dienstleister ein Prüfinstitut, die geben uns nochmal Input. Manchmal sagen uns auch, hey, hier ist eine neue Norm in Entwicklung. Wir dürfen, sollen und müssen ja wirklich sehr kritisch sein. Und das haben uns diverse Gerichtsurteile in der Vergangenheit eben auch diesen Freiraum, aber eben auch diese Verantwortung gegeben, das zu tun. Und dann wird ein Prüfprogramm entwickelt, das wird mehrfach gegengecheckt, mehrfach überprüft und geht dann letztendlich an die Prüfinstitute, und so die bringen dann die füllen dann die Tabellen sozusagen. Die Liebe ist ja in den Tabellen bei uns, und richtig. Und dann haben wir unsere Messdaten. Ja. Jetzt ist es ja so, bei manchen Sachen denke ich mal, von diesen Kriterien, die ihr da so auflistet, das ist, manches kann man ganz gut messen, ne? Und man sagt, okay, vielleicht ein Stromverbrauch oder ob das kaputt geht, wenn es aus 1 Meter Höhe runterfällt oder sowas. Aber manches ist halt auch ein bisschen weich. Zum Beispiel hier, weiß nicht, da steht Zähneputzen, Handlichkeit, Benutzung in schwer erreichbaren Stellen. Also da muss ja sich einer hinstellen und dann mit dem Bürstel da. Und wie stellt ihr da sicher, dass das Richtig. vergleichbar ist dann?
Richtig, ach, da gibt's verschiedene Ansätze. Also grundsätzlich ist das nicht irgendwer, der da irgendwas macht. Ja, wir versuchen da so sachlich nüchtern auch an solche, ich sag mal, subjektiven Kriterien ranzugehen, wie wir können. Das heißt, wir oder zusammen mit den Prüflaboren schulen Leute. Wir versuchen, dass das auch über längere Zeiträume die gleichen Leute sind. Also wenn zum Beispiel über mehrere Jahre. Es gibt manchmal auch Referenzgeräte, dass man sagt, okay, wir testen immer noch relativ zu einem Gerät, dass wir quasi als mitlaufenden Kandidaten in den Tests immer dabei haben, dass wir da eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen können. Aber das ist durchaus eine gewisse Schwierigkeit, gerade beim Gefühl bei zum Beispiel auch Kosmetika oder so Ähnliches. Und da versuchen wir dann eine möglichst diverse Prüfgruppe aufzustellen, zu schulen, zu trainieren und insbesondere dann beim Test auch nicht dieses Gebiaste, dieses Voreingenommene rauszunehmen. Also zum Beispiel, so gut es geht, Produkte unkenntlich zu machen, Produktnamen abzukleben, dass dann wirklich, so gut es geht, eben blind getestet wird in unterschiedlichen Reihenfolgen. Und ja, tatsächlich kommen ja dann doch durchaus vergleichbare, eben auch differenzierbare Ergebnisse raus. Ja, da muss ich nochmal nachhaken, weil wenn ich jetzt hier, da sind ja ein paar Zahnbürsten drinnen, da gibt es jetzt ein Team, das sich drum kümmert. Macht das dann einer, der sich dann nur da hinsetzt und das quasi diese komme ich da dran, testet, oder testen das alle und das wird dann irgendwie in einen Topf geworfen? Das ist testen grundsätzlich alle wechselseitig verschiedene Geräte in verschiedenen Reihenfolgen. Und genau, und die Ergebnisse werden dann aus den verschiedenen Eindrücken gesammelt und akkumuliert oder ja, wenn du willst, in einen Topf geworfen. Ja. Ah ja, verstehe. Und jetzt ist es ja so, du sagst ja auch diese Teams, dass das auch noch relativ stabil wird. Das heißt, bei den Zahnputz, das Ding ist ja nicht das erste Mal da. Elektrische Zahnbürsten haben wir wahrscheinlich schon seit der Erstausgabe 1 oder so drinnen. Und diese Tabelle wächst natürlich immer weiter. Aber da schaut ihr, dass ein Team dann immer, dass das Zahnputzteam immer das gleiche bleibt, so von den Prüfern her. Nach Möglichkeit ja, aber wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Prüfinstituten zusammen. Dann ist das natürlich nur schwer möglich, wenn die deutschlandweit verteilt sind. Aber das Prüfinstitut versucht dann eben auch eine möglichst diverse Gruppe herzustellen, und auch mit vielen Prüfinstituten. Ja, arbeiten wir auch über viele Jahre zusammen. Und ich sage mal, sie kennen ihre Pappenheimer, das heißt, die versuchen da dann auch eine gewisse Konstanz zu halten. Ja, und das, also, ich weiß ja nicht, wie im Detail, also wenn jetzt eine Zahnbürste, da werden ja wahrscheinlich auch andere, verschiedene, sagen wir, Institute dabei sein. Ne? Die einen, die vielleicht die Handhabung testen, der andere, der einen Materialtest macht, ob da Schadstoffe drin sind oder sonst was. Also da habt ihr wahrscheinlich verschiedene Player, oder? Das war jetzt eine Suggestivfrage. Das kann grundsätzlich möglich sein. Genau, wir versuchen natürlich, das bei einem Test quasi in einem Institut zu halten, weil es auch leichter ist in der Handhabung, weil wir natürlich auch mit dem Prüfinstitut sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Ja, also wir besuchen die durchaus auch gerne, schauen uns das vor Ort an, um da auch ein Look and Feel für die Schwierigkeiten in so einem Test entwickeln zu können. Ja, und dann, wir versuchen nach Möglichkeit eben bei einem Prüfinstitut zu bleiben für einen Test, und dann einfach, weil es vom Handling auch viel einfacher ist. Ja, das ist klar, ja. Ja, jetzt habe ich noch einen anderen Test mir auch angeschaut, und zwar Laptops. Und das finde ich natürlich auch spannend, weil Laptops, ich meine, das ist ja eine Vielfalt da, die da möglich ist, nicht nur an Geräten, an Ausbaustufen, an Konfigurationen, sondern auch quasi, ja, also einfach die Modellbandbreite ist gigantisch und auch die Parameter pro Gerät, ne? Das ist da Dings, also das ist dann quasi etwas, was der Projektleiter steuert, wie sich das dann zusammensetzt, was man da auswählt. Ja, das ist so ein Projekt, zum Beispiel Laptops, oder hat gewisse Rahmenbedingungen. Ne? Was wollen wir eigentlich genau testen? Wir versuchen dann eine Produktgruppe gerade in so einem sehr, sehr breiten Feld wirklich möglichst konkret zu definieren.
Aber das macht der Projektleiter nicht alleine. Ja? Also das wäre jetzt falsch zu glauben, wir haben hier einen, der an einem Projekt arbeitet, sondern das ist eine ganze Gruppe an Leuten und einer von denen ist auch ein Marktanalyst. Das heißt, da ist wirklich jemand Vollzeit damit beschäftigt zu schauen, was ist am Markt, welche Neuerungen gibt's. Wer sind die großen Player? Ja, weil es nützt ja nicht, wenn wir ein Nischengerät testen, was einen Verbraucher überhaupt nicht erreichen kann. Das heißt, typischerweise werden wir eben gucken, zum Beispiel, wer sind die großen Player? Aber eben auch konkret, wer bringt gerade Innovation in ein gewisses Feld ein? Ja, also ich weiß nicht, bei Staubsaugrobotern gibt es jetzt ja so einen Greifarm, der da irgendwelche Dinge anheben soll und sowas. Das sind ja neue Dinge und das gucken wir uns natürlich auch gerne an. Das heißt, wir schauen, wie sieht der Markt grundsätzlich aus, definieren da klare Kriterien, nach denen wir auswählen. Wir können nicht alles nehmen, aber haben da eben ganz klar den Verbraucher im Blick und sagen, okay, was ist das Verbraucherproblem und wie würde der Verbraucher an das Produkt kommen und versuchen dann eben zu schauen, wer besonders absatzstark ist, zum Beispiel im Markt. Ja. Und die Geräte, die kauft ihr euch dann selber? Also da geht dann einer zum XY-Markt und holt sich so ein Ding. Auch das, da gibt's explizit Leute für, genau. Wir haben Einkäufer. Also es wäre jetzt nicht möglich, dass Ritchie als Waschmaschinenhersteller uns hier seine Waschmaschine herstellt. Das geht nicht, sondern wir suchen uns das eben aus, was wir testen wollen. Das wissen die Hersteller auch nicht und schicken dann Leute ins Feld, die da durchaus große Herausforderungen haben, ja, weil wir natürlich auch nicht zwangsläufig nur eine Waschmaschine brauchen oder einen Staubsaugerroboter, sondern auch mehrere, um irgendwelche Dauerlauftests zum Beispiel zu machen. Und das wird alles verdeckt eingekauft, richtig? Ja, genau. Ja. Da weiß keiner was von. Ich finde das mit dem Teamgedanken auch sehr interessant, weil das ist, sag mal, wenn ich in der Softwareentwicklung schaue, ist das so ein bisschen dieser Gedanke des cross-funktionalen Teams, ne? Dass man einfach verschiedene Perspektiven reinholt und man sagt, du hast quasi die Leute, die den Markt verstehen, du hast die Leute, die die Technik verstehen, du hast die Leute, die, wissenschaftlich rangehen, was für Kriterien sind. Also da ist natürlich eine interessante Zusammenstellung auch von einem Team. Das kann man sich ja in der Softwareentwicklung auch öfter mehr wünschen, ne? Dass da noch absolut. Also das ist ganz, ich sag mal, ganz positiv verrückt, was hier passiert. Richtig, weil es bringt ja nichts, wenn du die schickste Analysebrille aufhast und kein Mensch versteht's, ja. Und spätestens, wenn hinten so ein Test publiziert, veröffentlicht wird, da treffen die nüchternen Fakten auf eine Geschichte, die erzählt werden muss. Was sind die Highlights, was sind die Lowlights, was ist aufgefallen, ist irgendwas gefährlich? Und klar, die Diversität ist da insbesondere, würde ich sagen, zwischen der Redaktion und unserem Bereich zuständig. Das sind dann auch jeweils nicht nur ein Player, sondern eben diverse Player. Und da kommen ganz viele unterschiedliche Perspektiven zusammen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wir hatten es gerade heute wieder drüber. Wir haben einen sehr aufwendigen Verifikationsprozess zum Beispiel, soll bedeuten, am Ende wird nochmal geguckt, dass in den Messdaten keine Fehler drin sind, dass alles konsistent ist. Und man sollte meinen, je mehr Leute da drauf gucken, desto gleicher werden die Antworten. Aber es ist durchaus spannend, weil jedem fällt da irgendwie dann doch ein Stück weit was anderes auf und das macht's dann natürlich auch aus. Mhm. Das heißt, ihr habt am Schluss noch, bevor das wirklich dann produktiv geht sozusagen, gibt es noch einmal einen richtigen Check, wo die Daten noch einmal geprüft werden und so. Mhm. Genau, das heißt, wenn wir jetzt auf dieses Jahr oder auf diese 1,5 Jahre gucken, ne, wir müssen formal durch unser Kuratorium durch, das Prüfprogramm muss geschrieben werden, die Sachen müssen eingekauft werden, verdeckt, es muss getestet werden, was teilweise bei Dauertests eben auch sehr lange dauern kann. Wenn was kaputt geht, muss nachgetestet werden, dass wir unsere Ergebnisse auch bestätigen können. Und wenn wir diese Ergebnisse haben, das wird dann alles zusammengetragen in einem zentralen Meeting für wirklich jedes einzelne Thema. Und da wird dann geguckt, okay, was haben wir als Ergebnis und was ist aufgefallen, welche Geschichte kann man dazu erzählen. Und das ist dann wirklich ein Termin, der, ich sag mal, wenige Tage bis Wochen vor der Veröffentlichung stattfindet, sodass wir dann wirklich so aktuell wie möglich, aber eben fundiert wie möglich da auch berichten können. Und der Hersteller, der erfährt aber erst, wenn er das Heft sieht, dann, dass da was passiert ist. Also der hat vorher, kriegt er keine Information, oder die Hersteller sind ja mehr.
Also die kriegen durchaus eine Information, aber nicht im Grunde, dass sie das beeinflussen können. Also gerade zum Beispiel sowas wie Fast-Moving Consumer Goods, also was weiß ich, Waschmittel oder sowas, da kaufen wir auch durchaus oder kaufen wir verdeckt vorher ein. Das weiß, wie gesagt, niemand. Aber die Hersteller werden informiert, dass wir sie prüfen, dass sie getestet werden. Und sind da natürlich bei den großen Playern ist da wahrscheinlich auch nicht viel Überraschung drin. Aber sie wissen nicht, wann wir kommen, und wir informieren mit den objektiven Messdaten, informieren wir die Hersteller auch, hey, wir haben Folgendes gefunden. Das kann ja auch mal ein gefährliches Finding sein. Wir hatten Autokindersitze, die wurden stark angepriesen und waren wirklich sicherheitskritisch. Also die rissen da aus dieser Halterung raus, und dann sagen wir vorher Bescheid, Leute, da wird was kommen, das haben wir getestet, das haben wir gefunden. Zum einen wollen wir dann wissen, wie werdet ihr darauf reagieren? Wir werden die Verbraucher informieren. Könnt ihr eine Kulanz anbieten? Gibt es da einen Materialfehler? Gibt es da irgendein Thema in der Charge oder sowas? Aber teilweise eben auch, dass die Hersteller die Möglichkeit haben, einfach rein objektiv zu sagen, das ist mein Produkt, das ist das richtige Produkt, und dass sie da sagen können, ja, das können wir bestätigen, oder manchmal sagen die auch, das ist aber irgendwie komisch, das können sie so nicht nachvollziehen. Also da gibt es schon vorab eine Kommunikation, aber ein Hersteller kennt vorab nicht das Veröffentlichungsdatum oder sowas. Ja. Das nicht. Ja, also das ist ja, ich finde schon, also als Tester sind wir ja auch öfter die Überbringer der schlechten Nachrichten, ne, und werden ja manchmal dann auch in Projekten dafür ein bisschen angefeindet. Und ich denke, das ist hier vielleicht auch ein bisschen eine ähnliche Situation, weil ich kann mir vorstellen, dass die Hersteller, wenn ich da sehe, ich bin hier am letzten Platz mit einem Befriedigend oder so drinnen, im ersten Moment denke, das war eine Frechheit hier, mein tolles Produkt, und dann erstmal gegen Stiftung Warentest schießt. Oder wie ist das so? Kommt das häufiger vor, oder ist das eher die Ausnahme? Ja, durchaus. Also das kommt durchaus häufiger vor, dass wir da die Überbringer der schlechten Nachricht sind. Aber die Reaktion ist da doch sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Also wir können durchaus auch sagen, dass es bei gewissen Produkten dann über viele Jahre gesehen, also ich bin erst seit August 25 in der Stiftung, das heißt, ich habe das noch nicht so erlebt, aber dass es da eine Evolution in den Produkten gibt, was weiß ich, bei den Matratzen oder bei Akkustaubsaugern, dass da am Anfang wirklich herzlich wenig funktioniert, und über die Jahre wird es immer besser. Ob das jetzt nur wir sind, das wage ich jetzt natürlich, das wäre eine taffe Prognose, eine taffe Aussage, aber wir haben da sicherlich auch Einfluss auf so eine Entwicklung. Das heißt, ich glaube, irgendwo ein Stück weit sind manche Hersteller da irgendwo auch, ja, was heißt dankbar, aber sehr, sehr kooperativ. Also da ist das wirklich ein sehr gesunder Dialog. Bei manchen Herstellern ist es auch so, da wird versucht, die auf Unterlassung zu klagen, obwohl man auf Platz 2 ist. Ja? Also das ist recht divers, das ist ganz spannend. Aber wir haben halt als Stiftung durchaus und den Claim, den wir haben und den wir auch rüberbringen können, dass wir eben unabhängig und objektiv und unbestechlich sind, haben wir durchaus auch auf richterlicher Seite da einen sehr hohen Vertrauensvorschuss bekommen, aber den müssen wir auch belegen. Also wir haben eine klare Mission, die müssen wir klar vertreten. Da haben wir aber eben auch klare Spielregeln, an die wir uns halten müssen. Und die stellen wir ja auch immer transparent dar. Und in der Regel geht das ja dann für die Stiftung auch sehr gut aus. Ja, das habe ich übrigens auch gesehen, finde ich auch toll, steht dann immer wieder drinnen, so, ja, da kann man die genauen Prüfbedingungen kann man sich auch hier und da anschauen, auf der Website ist das verlinkt dann, ne? Dann kann man sich da auch informieren. Ja, genau, richtig. Also da wirst du eine Referenz auf zum Beispiel entsprechende Normen finden. Wir haben diese kleine, so haben wir getestet Box, um das dann auch einfach einmal verständlicher aufzubereiten. Online hat man natürlich ein bisschen mehr Platz, da kann man mehr Details spendieren. Und typischerweise wirst du in einem Heft eine etwas kürzere Zusammenfassung finden, die dann online noch mal größer aufbereitet ist. Ja, ja. Wie ist denn das? Ihr seid ja quasi die Advokaten der User, der Anwender, uns Privatleute, die sich dann so irgendwas kaufen wollen. Bekommt ihr da auch viel Feedback in Richtung so, ja, ich verstehe das gar nicht, bei mir funktioniert das? Oder wie ist da so die Kommunikation?
Auch, ich glaube, sehr unterschiedlich. Also wir kriegen durchaus Feedback. Manche Leute finden Dinge auch nicht gut, die wir testen. Viele Leute finden viele Dinge gut, die wir testen. Durchaus. Also wir haben da ein offenes Ohr für Feedback. Viele Leute sagen auch, Mensch, den und den Aspekt, den habt ihr, den müsst ihr mehr berücksichtigen, oder habt ihr mitbekommen, dass sich da was getan hat? Und also da haben wir ein ganz offenes Ohr und einen sehr, sehr wachen Leserservice, der da unsere E-Mail-Postfächer beziehungsweise unsere Forumsbeiträge doch durchaus im Blick hat. Ja, sehr spannend. Johannes, vielen lieben Dank für deine Einsichten hier in eure Test- und Prüfverfahren und wie ihr das so aufbereitet. Ich fand das sehr spannend, mal da zu sehen, und habe für mich auch einige Parallelen mitgenommen, was ich sehr schön finde, dass wir, glaube ich, beidseitig die Sachen durchaus auch richtig machen, mit Objektivität, mit Transparenz, mit guten Informationen zu liefern. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache. Ich danke dir sehr, dass du da warst, und ich wünsche dir alles Gute bei den nächsten Tests. Ich werde hier nochmal weiterschauen. Hier habe ich auch irgendein Rudergerät gesehen. Naja, muss ich nochmal schauen, was es da noch so alles drinnen gibt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nimm das gerne mit. Das ist ein positiv verrückter Laden hier. Ich glaube, an meinem Tag 3 durfte ich bestimmt 5 Stunden am Stück über Toastbrot und Toastgeräte sinnieren und lernen. Und da dachte ich mir, wo bist du hier gelandet? Und ich empfand das als sehr positiv und großartig. Und die Liebe geht da durchaus in jeden Test rein. Und danke, dass ich das ein Stück weit hier mitbringen durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, danke dir schön. Hab eine gute Zeit und bis bald. Ciao. Richie, mach's gut. Danke dir.